Die Berliner Wirtschaft verändert sich durch Start-ups, wird moderner, schafft noch mehr Arbeitsplätze und da wollen wir einen wesentlichen Beitrag leisten, indem wir eine Lotsenfunktion übernehmen und den Start-ups helfen, möglichst gut und erfolgreich sich zu entwickeln. Wir sind hier im Max-Liebermann-Haus am Brandenburger Tor. Und als Berliner Sparkasse arbeiten wir sehr gerne zusammen mit dem SIBB, dem Verband der Digitalwirtschaft Berlin-Brandenburg. Und gemeinsam haben wir Gründer eingeladen, um sie zu informieren, um ihnen Ratschläge zu geben bei, wie finde ich, Venture Capital Investoren. Das Thema Venture Capital ist etwas, was uns sehr umtreibt als Verband und natürlich als Hauptstadt, europäische Hauptstadt für die Venture Capital Szene und für die Start-up-Szene. Fühlen wir uns natürlich berufen, da auch entsprechende Veranstaltungen ins Leben zu rufen. Und da ist die Berliner Sparkasse ein sehr geschätzter Partner und Gastgeber für diese Veranstaltung. Was wir an Herausforderungen sehen, ist oftmals das Thema, dass die Vertriebszyklen, Sales Cycles unterschätzt werden. Dann ist das Geld manchmal alle, bevor das Wachstum einsetzt. Da muss man als Investor Geduld haben. Da versuchen wir natürlich zu helfen und die Risiken zu vermeiden. Es ist genial, mit anderen Menschen zusammen ein Produkt aus nichts zu bauen, eine Firma aus nichts zu bauen. Da war vorher nichts. Und jetzt hat man auf einmal ein Produkt und das nutzen andere Menschen und dann macht man auf einmal Millionen Umsätze. Genial, wo vor ein paar Jahren einfach nichts existiert hat. Also es ist unglaublich bereichernd. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Zeiten, die dann nicht so schön sind. Und da hilft es einfach ungemein, sich auch immer wieder klarzumachen, das ist total normal, das gehört dazu. Und es ist eine Riesenportion Glück. Eine Gründung einer Kapitalgesellschaft, was ja die meisten Gründer anstreben, sollte gut durchdacht sein und nicht überstürzt stattfinden, weil auch das frisst viel Geld. Das heißt, man sollte auf jeden Fall warten, bis sich das Ganze lohnt. Das Zweite ist, auch da sucht euch jemanden, der euch bei der Gestaltung der Vertragswerke gut beraten kann. Und als Drittes würde ich sagen, legt los mit dem Thema, was euch am meisten Spaß macht. Also was quasi in der ersten Phase für mich enorm wichtig war, war auch der persönliche Fit. Also sind das Menschen, die mich voranbringen können und gar nicht mal so sehr in meinem SaaS-Geschäftsmodell oder technologisch, sondern auch einfach mich persönlich als Unternehmer und als Mensch und als Manager von vielen Menschen, die bei mir in der Firma arbeiten. Ich kenne auch viele Gründer, die dann direkt auf irgendwelche internationalen Banken gegangen sind oder Neobanks gesetzt haben und so weiter. Und gleichzeitig war mir oder ist mir auch weiterhin einfach enorm wichtig, dass ich auch einen persönlichen Kontakt habe. So dass ich jemanden wie einen Christian Segal auch einfach anrufen kann. Und die Sparkasse Berlin hat mich da bisher noch nie enttäuscht. Wenn wir von der IBB Ventures investieren, schauen wir als erstes aufs Team. Ganz wichtig, dass die gut zusammenarbeiten miteinander und dass wir auch mit denen zusammenarbeiten wollen. Und natürlich ein sinnvoller Businessplan mit Wachstumsaussichten und vernünftigen Kostenüberlegungen. Also Gründer und Gründerinnen sollten aus rechtlicher Sicht darauf achten, wenn sie VC-Kapital aufnehmen, dass sie nicht zu viele Anteile abgeben. Das ist immer das größte Verhandlungspotenzial, was sie haben. Und sie sollten bedenken, dass sie sich mit dem Kapital neue Gesellschafter mit an den Tisch holen. Deshalb müssen sie auch darauf achten, dass die VCs unbedingt gut zu ihnen passen. Ja, oft sind solche Abende der Anstoß für ein tolles Projekt und die Zusammenarbeit. Das heißt, es wird sofort durchgestartet am nächsten Tag oder jedenfalls sehr kurzfristig. Aber im Regelfall dauert es doch etwas länger. Wir sehen die Zukunft für IT-Startups grundsätzlich sehr positiv. Es gibt aber große Herausforderungen. Wenn ich mir angucke, was sich weltweit tut, Wirtschaft, Politik, ist die Frage, wie sind die Exit-Kanäle, wie sind die Vertriebschancen, Internationalisierung ist ein wichtiges Thema, Fachkräfte, alles das sind Herausforderungen, aber ich bin optimistisch, dass wir als Startup-Branche einen sehr positiven Beitrag dazu leisten können. Die Veranstaltung hat insofern geholfen, um einfach nochmal aufzuzeigen, was für Möglichkeiten gibt es, worauf sollte man achten, gerade auch aus einer Gründungssicht. Das fand ich extrem spannend, wirklich zwei Gründer mit guten Erfolgsgeschichten zu hören, was waren ihre Erfahrungen in dem Bereich. Aber auf der anderen Seite auch mal hautnah mit VCs in Kontakt zu treten und einfach zu hören, wie schauen die eigentlich auf die Sache drauf.